Guten Morgen, mittlerweile Mittag. Willkommen in meinem Wave Lab. Mein Name ist Brank, immer noch Brank Sinatra, manchmal auch, wenn ich gut aufgelegt bin. Ich habe letztens vor ein paar Monaten, habe ich mein Studio gewechselt von zu Hause in eine kleine Secret Location. Und jetzt ist meine kleine Studiohöhle komplett, würde ich sagen. Es ist ziemlich eng, aber ich fühle mich hier wohl. Es schaut aus wie eine Raumkapsel. Ich glaube, das sieht man auch in der Einstellung relativ gut, dass es ziemlich eng ist. Aber ja, ist ja keine Partyhütte, sondern ich soll ja Musik da machen. Ne? Insofern bin ich sehr zufrieden jetzt. Und wo das ist, sage ich natürlich nicht. Ne? Aber willkommen, liebe Klangfarbe. Ne? Also es hat sich natürlich einiges geändert. Ich meine, Basic-Änderung war natürlich, dass ich einfach niemand arbeiten gehe, also einen normalen Beruf nachgehe. Ich bin seit 5 Jahren selbstständig. Ich würde mal sagen, das ist mal das Gröbste, was sich geändert hat. Aber sonst, nein, im Gegenteil. Und ich merke das schon, dass Leute mir so irgendwie raufschauen, aber ich nehme ihnen das auch ganz schnell wieder, weil ich versuche zum Beispiel auch auf Facebook, jeden, der mir schreibt, zu antworten, auch wenn es halt nur kurz ist. Ich kann natürlich nicht jedem jetzt irgendwie die Formel geben, wie man... Ich habe auch selbst keine Formel, ja. Ich könnte da Tipps geben, aber es ist halt immer schwierig, weil manche Leute wollen halt in einer E-Mail-Antwort eine Lösung auf alle ihre Musikprobleme. Weißt du, wie kann ich was verkaufen, wie kann ich was vermarkten, sage ich so, weiß ich nicht. Ich bin kein Marketingmensch, ich kann nur sagen, wie es bei mir funktioniert. Das wird dann schon ein bisschen anstrengend, aber ich mache es natürlich gern, weil ich mir denke, ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich in meiner Zeit, wo ich noch nichts gehabt habe, beziehungsweise wo gar nichts funktioniert hat, wo ich ein bisschen frustriert war und so, weil in Österreich Musik machen, wissen wir alle, ist nicht immer die einfachste Lösung. Hätte ich mich gefreut, wenn mir irgendwer, der schon, sage ich mal, den Fuß in der Tür hat, mir irgendwas gesagt hätte oder Tipps gegeben hätte. Insofern versuche ich natürlich zu helfen, wo es geht, mit Tipps und vor allem Sachen, sage ich jetzt mal, wo ich Fehler gemacht habe in der Vergangenheit, dass die Leute das halt nicht mehr dasselbe machen sozusagen. Klar, wie gesagt, ich bin halt in viele Sachen reingetapst, weil ich halt keine Ahnung gehabt habe und alles neu für mich war und ich habe auch niemanden gehabt, der das schon durchgehabt hat in meinem Freundeskreis. Und deswegen, wenn ich Leuten helfe, versuche ich ihnen einfach, dass nicht dieselben Fehler machen, die ich gemacht habe halt in der Vergangenheit zum Beispiel. Ja. Und ein großer Produzent, pipapo, ja, natürlich freut es mich, aber ich will nicht an irgendwelchen sowas gemessen werden, ich will an meiner Musik gemessen werden und wenn meine Musik das Gefühl auslöst, dass ich groß bin, dann habe ich was richtig gemacht. Im Prinzip gibt es eh keine Fehler, weil auch wieder so abdroschen, so kitschig, aber es ist einfach so, dass man aus jedem Fehler wirklich lernt, außer dich haut es halt dermaßen um, dass du nicht mehr aufstehen kannst. Aber klingt wie so ein Rocky-Spruch, aber ist einfach so. Ja? Was dich nicht halt irgendwie hinmacht, macht dich nur stärker. Und in dem Sinn, mit Fehler meine ich eigentlich nur, wie soll ich sagen, businesstechnische Sachen, die ich vielleicht falsch gemacht habe, beziehungsweise einfach nicht besser gewusst habe zu machen und auch keine andere Wahl gehabt habe. Zum Beispiel, was ich Leuten oft sage, ist, überlegst du 3-mal, bevor du einen Verlagsdeal unterschreibst. Produzenten, Jungen. Weil da winkt ein bisschen Kohle, das verstehe ich natürlich, ich hab das selber gemacht. Aber bei mir war es so, ich habe halt entweder, ich gehe jetzt wieder irgendwas hakeln, was mir keinen Spaß macht und mache weiter. Man muss sich vorstellen, ich habe halt 10, 12, 15 Jahre gearbeitet, halt jeden Tag so 9-to-5 mäßig, bin halt heim und habe bis 3 in der Früh Beats gemacht. Und das war mein Alltag. Ja. Ich habe halt kaum was geschlafen, ich bin halt von der Arbeit in die Arbeit sozusagen. Und es ist dann immer absurder geworden, wo dann schon irgendwelche ein bisschen größeren Videos rauskommen sind und dann habe ich sogar so auf ein Magazin irgendwie, das war halt so für mich so ein auslösender Punkt, bin ich in die Arbeit gefahren und habe so in der Trafik rechts so ein Heftel gesehen, wo mein Gesicht da oben war. Also ein Message, damals noch im Print. Da war ich auf dem Cover irgendwann mal vor, keine Ahnung was, 8 Jahren oder so. Und da habe ich mir gedacht, also ich war halt wirklich dreckig von der Arbeit sozusagen, weißt, so in meinem Arbeitsgewand und gehe halt da vorbei und denke mir, scheiße, ich mache irgendwas falsch. Ja. Also ich lebe zwischen den 2 Welten, aber ich muss in die rechte Welt. Ja. Ich muss da in diese Musikwelt und diese Arbeitswelt hinter mir lassen. Ja, und deswegen habe ich halt überlegt, wie komme ich da raus, legal, ne? Und ist halt schwierig gewesen, ja, und deswegen ist halt so ein Verlagsdeal natürlich dann in so einem Fall das Einzige, was einem dann hilft, wenn man Angebot hat.
Aber im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich warten sollen, noch 1-2 Jahre, und hätte es dann selber geschafft. Aber wie gesagt, es war alles gut, ich habe mich auf die Beine gestellt mit der Zeit, und wahrscheinlich war es sogar die beste Lösung. Aber trotzdem würde ich halt die jungen Produzenten jetzt mal abraten davon, das zu unterschreiben, außer, wie gesagt, man braucht ganz dringend die Kohle und hat nichts zu fressen. Sonst wohlbedacht, wo man seine Unterschrift drunter legt. Das würde ich auf jeden Fall Leuten mitgeben, glaube ich. Prinzipiell, mit was ich beginne, wenn ich Beats mache, oder jetzt nicht jetzt unbedingt Drums oder so, sondern was die Intention dahinter ist, war natürlich die Frage, nehme ich mal an. Also ich setze mich selten hin und sage, okay, ich mache jetzt ein Beat für einen Rapper, okay, ich mache jetzt ein Beat für meine nächste Instrumentalplatte. Ist einfach komplett stimmungsabhängig. Ja? Also entweder setze ich mich zu irgendeinem Kastel, spiele irgendwas, nehme es auf, loops, denke mir, okay, cool, spiele das zu und alles, beziehungsweise es gibt nichts, was Emotionen transportiert in Musik. Wenn du jetzt irgendeine Hardcore-Metal-Scheibe reinhaust, willst du deinen Schädel gegen die Wand hauen. Ja? Weißt du, wenn ich jetzt irgendeine Lounge-Scheiben höre oder keine Ahnung was, oder irgendeine geile 70er-Soul-Scheiben, also du bist sofort, wenn es gut gemacht ist, auf der Welle, und bestenfalls spürst du komplett, was der Urheber dir sagen will. Und er hat kein Wort mit dir geredet. Und das ist Magie. Ja? Und das sind einfach Sachen, die brauchen wir nicht tot erklären. Das ist einfach, das soll man so dastehen. Musik ist Magie, finde ich. Und genau das war halt so, das war halt so der Ansatz, dass ich mir gedacht habe, ich will das selber machen. Ja? Und da habe ich zum ersten Mal auch bereut, so dass ich mit 10, 12, was man halt mit den Eltern so macht, dass du halt Klavierunterricht halt nicht machst, ja, weil es halt nicht cool war damals, ja, und weil alle wollten irgendwas Cooles machen und du gehst Klavier spielen wie das Urei. Und das war so der erste Moment, wo ich dann so 16, 17 war, wo ich dann so öfters Schule gestangelt habe ich dann gemerkt, okay, vielleicht hätte ich dann doch Klavierunterricht nehmen sollen in der Schule, oder vielleicht hätte ich doch die Gitarre irgendwie zu Weihnachten mir wünschen sollen. Im Endeffekt bin ich dann beim Kollegen, der im zweiten gewohnt hat, der hat sich irgend so ein, das habe ich schon tausendmal erzählt und ich weiß bis heute nicht, wie das Kastel geheißen hat, irgend so eine kleine Drummaschine mit sowas wie einem Stift oder sowas, ja, so voll bescheuert, ja. Das hast du halt loopen können, ja. Und ich kann mich erinnern, wie ich halt den ersten Loop zusammengeschustert habe ich alle angerufen und gesagt, hey, kennst du die neue Scheiben von Pete Rock oder vom damals DJ Premier, irgendwas, ja, voll geil und so, und die alle, das ist voller Dreck, das glaube ich nicht. Ich wollte ja reinlegen, habe sie natürlich nicht reingelegt, weil das voller Scheiß war, und ja, und das war halt so, da habe ich halt Blut geleckt. Also ich sage mal so, wie der erste Loop sich begonnen hat zu rollen, war es vorbei. Da habe ich verstanden, oh Gott, ja, das ist ja geil, das loopt hier jetzt, okay. Also Loopen, wie habe ich es damals genannt? Genau, covern. Ich habe gedacht immer, wenn ich was sample, ist das ein Cover automatisch. Ja? Ich habe mich mal angerufen, erst, ich kann jetzt covern. So, was kannst du? Ich kann covern. Ja, weil ich nicht wusste, was ein Sample und was Loopen ist und so. Genau. Und das war einfach so der Ansporn, dass ich einfach denke, ich kann das besser, und ich habe auch die alten Kassetten noch, die sind da in einer Lade, du musst sie mal beschriften. Natürlich grottenschlecht, aber das ist halt so wie altes Foto anschauen. Schon ziemlich cool. Vor allem, wenn man sich dann sofort in die Stimmung von damals reinversetzen kann. Diese ganze Hoffnung, die man hat auf dieser einen Kassette, natürlich war das halt alles Dreck und hat auch noch 5, 6 Jahre gedauert, bis mein erstes Release rausgekommen ist. Aber im Endeffekt gut so, ja. Und ich freue mich auch, dass es damals nicht mein halbes Leben auf Instagram hochgeladen habe oder so, weil einfach, ich war definitiv nicht bereit, ja. Und auch meine ersten Releases sind jetzt cool, aber nicht so, dass ich sage, okay, das ist geil. Ich sage jetzt so ab 2005, ab 2006, ab da geniere ich mich nicht mehr. Würde ich sagen. Letztens erst geredet mit einem Kollegen drüber, haben uns überlegt, wir sind ja so die Mitte 30er Generation, ja, wäre ich jetzt lieber jetzt 20 nochmal, ja, oder wäre ich lieber, wie ich damals 20 war in meiner Generation sozusagen? Und die Frage ist, ich wüsste keine Antwort drauf, weil das Ding ist, früher war es halt in dem Sinn Arsch, weil du hast niemanden anrufen können, es gab kein YouTube, was so arg ist, ich komme davor, so wie ich 50 wäre, aber es gab halt Anfang 2000 noch kein scheiß YouTube. Ja, wo wir begonnen haben, oder 99, ja, also zumindest in Kaisermühlen nicht, ja. Muss ich googeln, ich glaube 2004 oder so, glaube ich, offiziell gab es YouTube, glaube ich. Und das heißt, du kannst da keine Tipps holen, du kannst da keine Tutorials anschauen, ich kann mir im Prinzip, alles was ich machen kann, ist Learning by Doing. Ja. Das heißt, ich setze mich da jetzt eine Nacht lang hin
und drücke wie ein Irrer auf alle Knöpfe und merke mir oder versuche mir zu merken, was das für einen Ton gibt, wenn ich da drauf drücke. Und so habe ich halt alles mir beigebracht, was natürlich dann super langwierig war, weil ich habe natürlich, das war mal alles Trial and Error. Okay, Arsch, okay, was ist das? Was ist, oh Gottes Willen. Dann nach 2 Stunden wieder die Hälfte nicht gemerkt und nochmal drücken müssen. Das war halt wie so ein Affe, der halt ständig, weißt du, irgendwas aufhebt und sich ständig irgendwie wehtut mit demselben Gerät, ja, und das dann 5. Mal erst merkt, warte, nicht angreifen, weil es tut mir weh, das ist stachelig. Und so war ich dann halt auch, ja, und ich habe halt irgendwie das dann alles dann selber beigebracht und irgendwelche, ja, aber ich meine, das Ding ist halt, jetzt ist wieder so, es gibt so viele Produzenten, ja, Soundcloud gerade, also ich habe da überhaupt keinen Überblick mehr, ja, gerade diese Beat-Szene, die ist halt, für mich sind die erst dann so am Schirm, wenn sie was Offizielles releasen, weißt du, oder wenn sie mit einem Rapper, den man vielleicht am Schirm hat, oder beides machen, ab dann babbeln sie so in meiner Sichtweite, aber bis dahin, ich kann mich halt nicht so fokussieren auf so dieses Ding, weil es ist einfach, das ist ein Vollzeitjob, ja, das gibt so viele Leute auf Soundcloud, ja, gerade in Ami und so, das ist einfach undurchschaubarer Dschungel. Und die Frage ist, wäre es mir jetzt lieber? Ich glaube nicht. Ganz ehrlich, wie soll ich mich da durchdringen? Ja? Wie soll ich auf mich aufmerksam machen? In dieser Übermaß an Produzenten. Ja. Und wie wir begonnen haben, oder ich begonnen habe, gab es 3 in ganz Österreich, die Beats gemacht haben, so auf einem Level, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich respektieren und das ist mein Vorbild, so auf die Art. Oder beziehungsweise die machen das professionell und so möchte ich auch mal sein. Da gab es vielleicht 3, 4, wenn überhaupt. In ganz Österreich. Wenn überhaupt, ich glaube sogar 2. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber der Psycho weiß das ist so mein Mentor, aber wie gesagt, viele gab es da nicht und ich glaube, das war fast gescheiter als jetzt. Weil ich wüsste nicht, ich habe auch schon überlegt, wie würde ich mich durchdringen durch diese Flut an Producern. Was mache ich da? Mache ich ein Video, wo ich mir die Augenbrauen anzünde und der Beat läuft im Hintergrund, dass ich auffällig bin? Weißt, mache ich einen Rückwärtssalto? Weiß nicht, was soll ich machen, dass ich auffalle? Es ist so schwer. Yeah. Was ich sehe ist, dass das ganze Beat-Wesen, dieses ganze instrumentale, diese ganze Genre, dieses ganze Movement, ich glaube, das ist einfach alles ein bisschen, dass die Leute immer mehr halt Stars, ist ein deppertes Wort jetzt, aber dass wir einfach immer mehr in den Vordergrund kommen, weil allein, dass wir jetzt zum Beispiel auf Tour gehen, jetzt Betty Ford Boys mäßig, war glaube ich die erste Hip-Hop-Instrumentalband, die auf Tour gegangen ist im deutschsprachigen Raum. So richtig so 10 größere Städte und so. Und das ist schon cool, weil, weiß ich nicht, weil es wäre undenkbar gewesen, auch selbst für uns 3 Jahre davor, dass wir halt einfach Beats spielen und die Leute halt abgehen, ja, zu irgendwelchen Instrumentals, weil es war halt, eine Zeit lang war ein Produzent halt nicht mehr als so ein Mensch, der irgendwo im Hintergrund agiert, ja, den du nicht siehst. Der zieht vielleicht die Fäden so ein bisschen wie bei einem Muppet so, aber der ist halt nie so in your face und teilweise haben die Leute nicht einmal die Namen kannt und die Gesichter schon gar nicht. Ja. Also was natürlich ein Vorteil ist, aber durch die ganzen Instrumentalplatten und ich denke auch, dass unser Hyde Club, wo wir auch über NPM damals begonnen haben zu releasen, ich denke, dass das vielleicht auch den Leuten auch ein bisschen Mut gemacht hat, ja, weil das einfach schöne Optik war und plötzlich waren die Producer in einem Spotlight und waren schön fotografiert wie Rapper plötzlich. Also es war plötzlich alles war so eine Optik und es war alles so offiziell und nicht mehr so nur Tape und irgendein schickes Cover, sondern alles war so richtig offiziell und mit Vinyl und so. Ja, und ich denke, dass das einfach immer mehr wird, dass die Leute einfach sich immer mehr emanzipieren und vom Rap weggehen werden. Ich habe ja auch mein halbes Leben nur mit Plugins produziert, insofern kenne ich beide Seiten. Das Ding ist, wenn du halt das Plugin hast, wir haben hier drüber geredet, wenn du das Plugin hast und wenn du das Hardware-Teil hast und dann 1:1 aufnimmst, also 9 von 10 Mal klingt das Hardware-Teil einfach besser. Ja? Das kann halt Gründe haben, weiß ich nicht, aber du hast einfach diesen Charme und diesen Charakter bekommst du halt nur durch das Hardware-Teil. Ja? Und wenn du jetzt nicht viel Wert drauf legst, du sagst, okay, du willst irgendwas Abgesampeltes haben, was steril abballerst, ist auch okay. Wie gesagt, verwende ich auch total oft, aber ich erwische mich jetzt immer mehr, wenn ich jetzt sage, okay, ich will geschwind ein Rhodes spielen, weißt du was, ich gehe zum richtigen Rhodes. Und dann die Freiheit, ich sage, spiele ich jetzt geschwind mit dem Plugin das Rhodes ein, was ich jetzt im Kopf habe, oder gehe ich zum Rhodes rüber, 2 Meter nach links, gehe ich lieber 2 Meter nach links und spiele es mit dem ein. Ja. Und stelle mir noch das Delay schön ein, manuell alles. Dieses Hands-on-Feeling ist auch bei mir viel wert. Das habe ich auch erst gemerkt, wenn ich Hands-on, wenn ich merke, dass alles, weißt,
weißt du, dass auch so in ein ganz ein simpler Filter irgendwas macht, allein das macht schon irgendwas mit dir. Ja? Und mit der Maus halt, ja, ist halt nicht so. Ist ja nicht so funky, ne? Mit der Maus herumgurken. Ich meine, habe ich auch lang gemacht, aber ich merke immer wieder, dass das macht halt mehr Spaß. Aber das ist ja wieder das Coole. Ja? Eine Momentaufnahme und ich versuche dann halt 3-4 Mal einzuspielen, eine davon passt, eine Aufnahme. Ja? Und die loop ich dann und schneide mir das ein bisschen zusammen, zack, loop das und spiele dann nochmal drüber und so weiter. Und so stackst du eh nochmal. Bis es dann halt, bis du merkst, dass es halt schon, wie soll ich sagen, ein rundes Klangbild ergibt. Und und manchmal ist diese zu viele Optionen haben, beschränkt mich manchmal. Weißt du, wenn ich merke, dass ich irgendwas MIDI-mäßig reinklopfe, Bassline, schiebe ich das tausendfach herum und mache mich wahnsinnig. Ja? Okay, das ist vielleicht doch noch höher gespielt. Und so habe ich es halt reinklopft, so wie ich es gerade gespürt habe das 4-5 Mal aufgenommen und hat beides Vorteile. Ja. Aber ich finde, man sollte schon auch irgendwie beide Seiten kennen, weil das einfach ein Wahnsinn ist, das Feeling und nochmal, es klingt einfach anders. Wie soll ich sagen? Ein richtiges Rhodes, wenn du das gescheit reinspielst, ist einfach nicht zu toppen. Detto 70er String Machines und sowas. Diese Wärme bekommst du einfach nicht hin. Das klingt einfach nach 70ern. Ja. Und wie gesagt, man kann es ja auch in ganz moderne Beats einfließen lassen. Man muss nur wissen, wie es geht. Die Leute glauben immer, dass man halt jetzt nur irgendwelche 70er Sachen machen muss damit. Überhaupt nicht. Dann kannst du das modernste Drumset-Gerüst dir nehmen und mit dem, weiß ich nicht, was auch immer drüber spielen, ja, und es wird einfach geil klingen, weil es einfach geil klingt. Und das ist ja das A und O, finde ich, bei Synthesizern, dass die einfach einen geilen Klang haben. Vor allem alte, so bis 90. Also für mich persönlich halt. So Mitte 70 bis Ende 80 ist so die 15 Jahre, ist so mein Revier, wo ich jage. Ich will jetzt auch dazu sagen, dass ich das natürlich überhaupt nicht so meine, dass jetzt neuen Sachen schlecht sind, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Aber wenn man so auf 70er Sound steht, zum Beispiel, musst du halt zum Original irgendwann früher oder später gehen. Wenn du halt voll der Liebhaber bist von FM-Synthese, wirst du früher oder später beim DX7 oder beim D50 landen. Weißt du, was ich meine? Also wenn du wirklich darauf stehst und das halt spielen willst, dann musst du einfach machen. Aber ich sage jetzt nicht, dass natürlich gibt's ja, danach gab es ja 1000 andere Synthesen, die irgendwie geil klingen und ich meine aktuell, wie heißt denn der zum Beispiel, der Matrix, auf den ich halt mega stehe, ja, Matrix Brut zum Beispiel, ja, das ist halt so ein Teil, obwohl der auch wieder so Vintage klingt, ja. Aber ich meine, welcher Synth will nicht Vintage klingen, sagen wir das. Oder? Ich meine, jeder Synth will Vintage klingen, ja, und wenn du eh schon irgendwas haben willst, was wie damals klingt, dann hol dir doch gleich das Original. Das ist meine Herangehensweise. Aber das Ding ist, was man auch dazu sagen muss, die haben halt viele Kinderkrankheiten oft. Oft geht irgendwas nicht, da haut die Sicherung raus, gerade bei den russischen Kasteln muss halt die Sicherung raus, jetzt so eine 0,8 Ampere oder sich was. Bin ich auch mal da gesessen, fast zum Weinen begonnen, ja, das Ding geht einfach nicht mehr, ich spiele, drehe mich um, plötzlich kein Licht mehr, ich dachte, okay, hat es jetzt geschossen oder was auch immer. Ja, und da habe ich einen halben Tag gebraucht, dass ich checkte, dass es ganz unten so einen Knopf hat, wo so eine space-mäßige kleine Ding rausschießt, so eine kleine Sicherung, bin ich dann zum Ding gegangen und habe so eine 0,8 Ampere Sicherung gekauft, rein, dann wieder alles funktioniert. Das sind ja so Sachen, das ist halt schwierig, aber das halt, der wiegt halt 30 Kilo und wenn ich allein bin, hinten tunen, spielen, okay, warte, ist das in Tune? Na, weiß ich nicht. Das sind halt so Sachen. Also es gibt wie bei allem Vor- und Nachteil. Und natürlich, diese Nachbauten sind geil. Du kaufst sie, du hast Garantie. Ja, wenn du zum Beispiel in Geschäften gehst, wie zum Beispiel eine Klangfarbe nennt, zum Beispiel, falls ihr kennt, da hast du natürlich eine Garantie und du hast ein neues Gerät und du hast keine Sorgen damit. Ja. Also wenn das hin ist, dann gehst du einfach hin und sagst, hey, sorry, das geht nicht mehr. Ja, aber wenn irgendwas Secondhand-mäßig hin ist, kann ich sagen, ja, dann Pech gehabt. Oder ich muss jemanden finden, der mir das für teures Geld repariert. Pro und Contra. Wie alles im Leben. Also vor 2 Wochen ist ja das Said-Album rausgekommen, ist ein sehr guter Rapper aus Berlin, mit dem ich ein Album gemacht namens Hack. Da wird es einen Nachfolger geben, an dem schrauben wir jetzt schon. Was wir übrigens auch in Wien recorden, bei Ariparty Boys. Grüße an der Stelle. Und sonst halt vereinzelt natürlich viele Rap-Geschichten links, rechts. Auch mit Österreichern mehr wieder, weil, wie ich vorher schon erwähnt habe, ich immer mehr coole Leute irgendwie finde, die irgendwie so ein Movement haben, wo ich mir denke, geil, die glauben an das und es klingt auch dementsprechend.
Und da werde ich auf jeden Fall mit ein paar Leuten was machen in Zukunft, aus Österreich auch, Deutschland sowieso, Army auch ein paar Sachen. Das MC-Album da gibt es auch einen Nachfolger, der ist auch schon längst in der Mache. Instrumentalmäßig, die Gambo 3 ist halt so ein Kandidat bei mir, weil die erste halt, das war die erste Platte für mich, die mich halt ein bisschen so außerhalb von Österreich ein bisschen bekannter gemacht hat und ein paar Türen geöffnet hat, und deswegen war die für mich immer so ein spezielles Werk, was ich nie so rausballern will, einfach so. Ja. Und die Dreier ist halt mittlerweile, ich habe glaube ich ungelogen sicher 250 Beats da in dem Ordner gehabt, 50 rausgehauen, 30 neue rein dann. Und mittlerweile merke ich, dass es einfach falsch ist, was ich mache, weil ich die Formel auch von der Gambo verloren habe. Ja. Im Sinn von, das sind alles die Sachen, wo ich jetzt drauf bin, und jetzt habe ich ein bisschen auf die Essenz wieder zurück konzentriert, fokussiert, und jetzt habe ich eigentlich, glaube ich, eine recht gute Mischung zusammen. Also das ist so gut wie fertig. Midnight Ride 2 ist so gut wie fertig. Ein spezielles Album, was mit Rap und Hip-Hop gar nichts zu tun hat, was nur mit diesen Dingen hier um mich passiert, ist auch schon fast fertig. Die 3 instrumental, obwohl das dritte, das ist ja gar nicht so ganz instrumental. Ja. Ein bisschen Filmmusik und so habe ich auch ein bisschen begonnen, mich davor zu fühlen, so für Kurzfilme und so. Weil natürlich, wenn du Synthesizer hast, natürlich das Geilste, wenn es halt sozusagen, weil ich auch ein riesen Soundtrack-Fan bin, gerade von so, ich sage jetzt mal Ende 70, Anfang 80 italienischen Filmen, geilsten Soundtracks ever. Und sowas in die Richtung ein bisschen auch machen, für Kurzfilme und so, ein bisschen einfach geilen Sound machen und so. Wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, versuchen sich breit aufzustellen.